Freunde, kurzer Rückblick. Eine Umdrehung am Handrad sind 3 mm. Der Oberschlitten von meinen alten Böhmen hatte fast 1,8 mm Leerweg. Bevor der Schlitten reagiert, drehe ich viel zu weit ins Leere. So kann man nicht präzise drehen, darum musste alles raus. Und dann kam das nächste Problem, der Spindel läuft nicht rund. Dann dachte ich zuerst, vielleicht ist der Spindel einfach nicht mehr glatt, vielleicht Rost durchstellen oder alte Spuren. Also habe ich den Spindel vorsichtig mit 180er Schleifpapier bearbeitet. Nicht viel wegnehmen, nur sauber machen. Dann wieder messen, aber das Ergebnis bleibt gleich, immer noch ungefähr 0,2 mm Schlag. Ich habe dann extra noch mit dem digitalen Messuhr gegengemessen und wieder das gleiche Ergebnis. Also war klar, der Spindel ist wirklich leicht krumm. Erst dachte ich, damit kann ich vielleicht leben, weil ich Spindel sowieso von 13 mm auf 12 mm runterdrehen muss. Das brauche ich später für das Axiallager. Aber dann habe ich am Ende das Gewinde gemessen und dort war die Abweichung fast 2 mm. So kann ich das natürlich nicht lassen. Also schneide ich zuerst das Gewinde sauber nach. Das ist M10 mit 1,5 mm Steigung. Danach drehe ich 2 Muttern drauf und kontere sie. Die Spindel spanne ich im Spindelstock ein. Am Ende ist wirklich zufriedengestellt. Für diese alte Böhme ist das absolut brauchbar. So kann ich den Spindel erstmal lassen. Jetzt kommt zuerst das Gehäuse von Oberschlitten dran. Diese Stelle war sowieso schon stark verschließen. Genau dort hatte vorher alles Spiel. Also richte ich das Gehäuse jetzt auf die Böhme sauber aus, damit ich diese Fläche genau ausdrehen kann. Hier soll später das axiale Kugellager sitzen. Ich spanne eine 16 mm Drehmeisel ein. Damit kann ich die Fläche innen sauber bearbeiten. Ich drehe aber nicht tief aus, nur ganz vorsichtig, nur so viel wie wirklich nötig ist. Die alte Fläche war angelaufen und gleichmäßig. Wenn ich hier wieder eine saubere Fläche habe, kann das Axialkugellager später ordentlich sitzen. Das ist keine Originallösung von früher, aber die originale Fläche war verschlossen. Also rette ich das Gehäuse jetzt mit einer modernen Lagerlösung. Alte Maschine, aber die Funktion muss wieder sauber werden. So, das Gehäuse ist fertig. Die Fläche ist sauber ausgedreht. Jetzt kann später das Axialkugellager dort sitzen. Und jetzt gehe ich an die große Drehbank. Denn als nächstes muss die Spindel angepasst werden. Die Spindel hat vorher ungefähr 0,2 mm Schlag. Und weil ich hier am Lager einsetzen will, muss ich die Spindel von 13 mm auf 12 mm runterdrehen. Aber nicht komplett, nur an die Stelle, wo später Lager und Skalarad sitzen. In die Mitte bleibt die Spindel bei 13 mm. So bleibt sie stabil. Zuerst drehe ich die vordere Teil auf 12 mm und zwar ungefähr 3 mm tief. Genau dort soll später das Lager sauber sitzen. Ich nehme nur kleine Zustellungen, immer langsam, immer wieder messen. Wenn ich zu viel wegnehme, ist der Spindel kaputt. Wenn ich zu wenig wegnehme, passt das Lager nicht. Danach kommt die Fläche für das Skalenrad dran. Die war auch verschlossen, darum drehe ich diese Fläche jetzt plan ab und bringe sie ebenfalls sauber auf 12 mm. So läuft das Skalenrad später nicht mehr auf eine alte, eingelaufene Fläche, sondern auf eine saubere neue Fläche. Jetzt prüfe ich direkt, ob das Lager passt. Es soll sauber drauf gehen, nicht locker, aber auch nicht mit Gewalt. Genau so muss das sitzen. Wenn vorne alles passt, kommt der hintere Teil dran. Auch hier drehe ich wieder auf 12 mm. Die Mitte bleibt aber original bei 13 mm. Das ist mir wichtig, weil ich die Spindel nicht unnötig schwächen will. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Das Gehäuse ist für das Axialkugellager ausgedreht, der Spindel ist vorne und hinten auf 12 mm angepasst. Die verschlissene Fläche von Skalenrad ist wieder sauber und das Lager passt. Das war ein wichtiger Schritt. Jetzt kann ich später alles wieder zusammenbauen und schauen, wie viel Spiel wirklich verschwunden ist.
Jetzt kommt noch ein wichtiger Test. Ich habe mir Tuschierpaste bestellt. Normalerweise nimmt man sie, um zu sehen, wo zwei Flächen wirklich Kontakt haben. Also, wo die Führung trägt und wo noch Spiel ist. Ich mache das jetzt erstmal ganz einfach. Ein bisschen Tuschierpaste mit den Fingern auftragen, mit einem Tuch verteilen und dann die zwei Teile gegeneinander bewegen. So sieht man sofort, wo das Paste abgetragen wird. Hier geht es um die Schwalbe-Schwanzführungen von Oberschlitten. Die ist natürlich nicht mehr perfekt, diese Maschine ist fast 100 Jahre alt. Da ist Verschleiß ganz normal. Ich will jetzt nur prüfen, liegt der Schlitten einigermaßen sauber auf oder trägt er nur eine kleine Stelle? Und man sieht, ganz schlecht ist nicht. Für den ersten Zusammenbau geht es einigermaßen, aber perfekt ist das noch lange nicht. Hier muss ich Zukunft nochmal richtig zurückkommen. Dann geht es an Schaben, aber wenigstens sauber schleifen und anpassen. Das hier ist erstmal nur eine Kontrolle. Ich will die Maschine wieder zum Laufen bringen, aber später müssen Schwalbe-Schwanzführungen richtig bearbeitet werden. Erst dann wird die Oberschlitten wirklich sauber und präzise laufen. Aber zuerst zeige ich euch nochmal die alte Mutter. Sieht man sofort das Problem, da ist richtig Spiel drin. Jetzt kommt die neue Mutter und schaut mal den Unterschied. Die neue Mutter läuft auf der Spindel viel enger. Das ist praktisch keine Spiel mehr. Genau das wollte ich erreichen. Diese Mutter habe ich im 3D-Drucker aus PETG gedruckt. Das Gewinde habe ich vorher in Fusion konstruiert. Es ist kein normales metrisches Gewinde, sondern ein flaches Gewinde, passend zu dieser alten Spindel. Im Video blende ich euch das kurz ein, so sieht man auch, warum das funktioniert. Die Mutter passt viel besser zur alten Spindel und nimmt den Leerweg fast komplett raus. Jetzt schiebe ich die Spindel zuerst ein Stück in das Gehäuse rein. Danach kommt hinter das runde PETG-Gehäuse rein. Das habe ich auch gedruckt. Dort sitzt später das Axialkugellager drin. Dann kommt das Axialkugellager auf die Spindel. Alles muss sauber in einer Linie sitzen, nicht verkantet, nicht mit Gewalt. Einfach Stück für Stück zusammenbauen. Jetzt drehe ich die neue Mutter auf die Spindel. Danach setze ich die Mutter in der Oberteil ein, also dort, wo später der Werkzeughalter sitzt. Dann richte ich alles sauber aus und schraube das Oberteil fest. Jetzt greift die Spindel in die neue PETG-Mutter und genau hier entscheidet sich, ob die ganze Arbeit funktioniert oder nicht. Danach drehe ich die Spindel nach vorne. Vorne befestige ich das Lagergehäuse von Axialkugellager mit einer M4-Schraube. Jetzt sitzt das Gehäuse fest. Vorne ist auch ein Axialkugellager drin, aber wichtig, ich habe nicht alle Scheiben von Axiallager eingebaut. Vorne ohne eine Scheibe und hinten auch ohne eine Scheibe, sonst wird das Ganze zu dick und passt nicht mehr sauber zusammen. Hinten passt das Lager gut in die verschlissene Stelle. Vorne habe ich die Fläche ja vorher plan gedreht, darum sitzt dort alles sauber. Jetzt noch kurz zu den Lagern. Die Axialkugellager habe ich eigentlich bei Amazon gekauft. Große 12 x 19 x 5 mm, also genau passend für meine Spindel, die ich vorne und hinten auf 12 mm gedreht habe. Und das Beste ist, die ganze Umbau hat mich nicht mal 10 Euro gekostet. PETG-Mutter gedruckt, kleines Lagergehäuse gedruckt, Axialkugellager rein, schneller und günstiger könnte ich dieses Spiel kaum beseitigen. Natürlich ist es keine perfekte Museumrestaurierung, aber als schnelle funktionierende Lösung ist das richtig gut. Für mich ist das wichtige Beweis. Die gleiche Lösung läuft an meiner großen Maschine schon seit ungefähr einem Monat und dort funktioniert sie auch. Darum bin ich mir ziemlich sicher, für diese Oberschlitten ist das erstmal eine sehr gute Lösung. Nicht perfekt für immer, aber für den Anfang richtig gut. Die Spindel läuft, die Mutter greift, das Axiallager sitzt und das Spiel ist weg.
Für unter 10 Euro ist das Ergebnis wirklich stark. Jetzt messe ich mit digitaler Messuhr. Ich wackele am Handrad hin und her und schaut mal, die Zeiger sofort bewegt sich. Das ist kein sichtbares Spiel mehr. Genau das wollte ich sehen. Die PTG-Mutter funktioniert. Jetzt kommt der Test. Ich drehe am Handrad. Am Anfang geht es noch etwas schwer. Das ist normal. Die neue PTG-Mutter ist frisch gedrückt und muss sich erst ein bisschen einlaufen. Aber wichtig ist nicht, ob es am Anfang leicht geht. Wichtig ist, hat es Spiel oder nicht.